Und nun der Blick nach Deutschland. Nach wochenlangen Streit, da wird das Bundeskabinett dann heute den Haushalt für das kommende Jahr formell beschließen. Der von den Spitzen der Ampelkoalition ausgehandelte Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von knapp 481 Milliarden Euro vor. Finanzminister Lindner plant mit neuen Krediten in Höhe von fast 44 Milliarden Euro. Und damit wird der Spielraum der Schuldenbremse ausgeschöpft. Des Weiteren will das Kabinett einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschließen. Die Ampelkoalition will zusätzliche Schulden in Höhe von rund 11 Milliarden Euro aufnehmen. Weil die Konjunktur schwächer ist als erwartet, ist dies mit der Schuldenbremse auch vereinbar. Und damit wollen wir zu Leonie von Randow schauen, über einem strahlenden Himmel von Berlin. Guten Morgen, Leonie. Ja, das Kabinett also heute beschließt den Etatentwurf für 2025. Aber wird das tatsächlich so einfach durchgehen nach diesem ganzen Hickhack, das wir monatelang gesehen haben? Ja, schönen guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Marie. Ich glaube, ein richtiges kollektives Aufatmen wird es heute so nicht am Kabinettstisch geben. Denn das Ganze, was man sich da jetzt zurechtgelegt hat, das muss ja erst noch durch den Bundestag. Im September wird der darüber beraten und erst Ende November wird der Haushalt dann final vom Bundestag bestätigt werden. Insofern bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein runter, könnte man sagen. Und da wird das Parlament sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nacharbeiten. Zumal man ja sagen muss, damit überhaupt ein Haushalt zustande kommt, musste die Ampelregierung doch recht tief in die Trickkiste greifen. Also man wollte ja ursprünglich mal versuchen einzusparen. Insbesondere die FDP hat sich ja immer wieder dafür stark gemacht. Auf der anderen Seite SPD und Grüne haben gesagt, Schuldenbremse am besten aussetzen, damit man mehr Investitionen, mehr Ausgaben tätigen kann. Und das, was am Ende dabei herausgekommen ist, dass man am Ende aber nicht groß einspart. Im Gegenteil, man hatte ursprünglich mal 477 Milliarden Euro für dieses oder für das kommende Jahr vorgesehen. Jetzt sind es 481 Milliarden Euro. Stattdessen bedient man sich eben wieder einer ganzen Reihe von Tricks. Und es ist auch immer noch unklar, wie man ein verbleibendes Loch schließen möchte von 17 Milliarden Euro, den sogenannten globalen Mehrausgaben. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, Leonie, den du da ansprichst. Denn einige Kniffe und Tricks, die waren ja überhaupt nötig, dass das so erstmal zu Papier gebracht werden konnte. Man prüft ja jetzt immer noch. Also was hat es denn auf sich mit den 17 Milliarden Euro? Muss jetzt vielleicht noch mal verhandelt werden? Das kann man zumindest nicht ausschließen. Also die Rechnung geht ungefähr so, dass von diesen 17 Milliarden Euro möglicherweise 9 Milliarden Euro am Ende gar nicht verbraucht werden von den Ministerien. Dann sprechen wir aber immer noch über 8 Milliarden Euro. Und da hat man sich jetzt eine Reihe von Ideen zurechtgelegt, wie man diese 8 Milliarden Euro dann aufbringen könnte. Da wird eben zum Beispiel diskutiert, dass Zuschüsse, die es bisher für die Deutsche Bahn und für die Autobahn gibt, als Darlehen stattdessen, also als Kredite ausgegeben werden können. Und dazu kommt aber auch noch, dass man Zinsausgaben anders verbuchen möchte, sodass auch die sozusagen da nicht mehr so schwer ins Gewicht fallen. Abgesehen davon hofft die Ampel dann aber auch noch darauf, dass die Wirtschaftsinitiative, die sie ja parallel zum Haushalt beschließt heute, so sehr zündet, dass insgesamt die Wirtschaft um 0,5% wachsen soll im kommenden Jahr. Das ist das, was die Expertinnen und Experten da errechnet haben. Aber all das ist natürlich erstmal nur ein Wunsch. Und ob das tatsächlich so dann auch funktioniert, das wird sich noch klären. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vor allen Dingen in der Ampel. Leonie, danke für deine Einordnungen.